Du willst morgens wach werden und greifst direkt nach dem Aufstehen zur ersten Tasse, um produktiv in den Tag zu starten. Das ist ein Fehler. Genau dieser erste Kaffee blockiert gezielt deine Rezeptoren für Müdigkeit und ist der exakte Grund, warum du jeden Tag das Mittagstief erlebst. Wir vergessen völlig, dass Koffein in der Natur eigentlich ein pflanzliches Pestizid ist, mit dem die Industrie Milliarden an unserer Erschöpfung verdient. Die wahre Lösung ist die strikte 90-Minuten-Regel am Morgen, um diesen gefährlichen Kreislauf zu durchbrechen. Das ist nicht nur meine Meinung und Erfahrung. Ich habe für dieses Video die Forschung von Professor Matthew Walker, Dr. Sajid Panda, Dr. Rhonda Patrick, Dr. Elizabeth Bright und anderen Experten analysiert. Was sie herausgefunden haben, verändert alles, was wir über den Kaffee am Morgen denken. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich heute fitter, als ich es mit 30 jemals war. Und das mit nur 3 Stunden Training pro Woche, komplett ohne teure Supplemente und zu 100% natürlich. Ich bin kein Arzt, ich bin Diplom-Informatiker. Genau deshalb betrachte ich den menschlichen Körper rein logisch als ein Input- und Output-System. Wenn dein Input aus schlechter Nahrung, Mangel an Schlaf, Bewegung und Sonnenlicht besteht, dann muss der Output logischerweise Krankheit, Müdigkeit und Schmerz sein. Ein DRK-Report von 2017 belegt ganz klar, dass rund 80% der Erwerbstätigen in Deutschland unter massiven Schlafproblemen und chronischer Tagesmüdigkeit leiden. Alle im Video genannten Berichte und Studien findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Mein Leitspruch bei Life Algorithm lautet deshalb: Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Und dass dieses logische System funktioniert, dafür bin ich selbst der lebende Beweis. Durch die richtige Anpassung meines Inputs ist meine krasse Heuschnupfenallergie komplett verschwunden. Früher brauchte ich jeden Frühling Cortison, heute lebe ich völlig medikamentenfrei. Zudem habe ich eine chronische Knieentzündung mit meiner Strategie geheilt und auch meine vergrößerte Prostata nachweislich um 18% verkleinert. Außerdem halte ich meinen Körperfettanteil durch dieses System mühelos und dauerhaft bei um die 12%. Unsere Gesellschaft nennt es heutzutage völlig verdreht Genuss, sich mit industriellen Lebensmitteln krank zu essen, und sie nennt es Verzicht, sich gesund und artgerecht zu ernähren. Aber lass dir eines gesagt sein: Das wahre Opfer bringen nicht die Disziplinierten. Das Opfer bringen diejenigen, die ihre Gesundheit heute gegen kurzfristige Dopaminkicks tauschen und später in der Arztpraxis mit chronischen Krankheiten und Schmerzen bezahlen. Lass uns diesen Algorithmus heute ändern. Wir müssen endlich aufhören, uns von der modernen Leistungsgesellschaft und der Werbung einreden zu lassen, dass wir ohne chemische Nachhilfe am Morgen nicht funktionieren können. Und keine Sorge, nein, du musst auf deinen Kaffee nicht verzichten, sondern nur ein paar Regeln beachten, damit der Kaffee gesund statt ungesund für dich ist. Die Lebensmittelkonzerne verdienen Milliarden an unserer chronischen Erschöpfung. Doch die Realität in deinem Gehirn sieht auf chemischer Ebene völlig anders aus. Koffein füllt dich nicht magisch mit neuer Energie auf. Koffein gehört zur Klasse der stärksten psychoaktiven Stimulantien, die wir legal konsumieren können. Es macht dich wach, indem es ganz gezielt und kompetitiv die Rezeptoren für dein körpereigenes Müdigkeitssignal blockiert. Dieses Signalmolekül nennt sich Adenosin und es dockt an die sogenannten A1 und A2-Rezeptoren an. Koffein setzt sich einfach auf genau diese Rezeptoren, ohne sie dabei zu aktivieren. Die Natur hat sich das übrigens mal wieder ganz anders gedacht. Koffein ist in der Natur eigentlich ein rein pflanzliches Pestizid. Es wird von der Kaffeepflanze produziert, um Insekten und Fressfeinde abzuwehren und zu vergiften. Wir Menschen haben dieses Nervengift adaptiert und nutzen es nun für unseren Alltag. Der Autor Stuart Lee Allen beschreibt in seinem Buch The Devil's Cup die Kulturgeschichte und den globalen Weg, wie Kaffee unsere gesamten Gesellschaften durchdrungen hat. Dieses und viele andere tolle Buchempfehlungen von mir findest du auf meiner Webseite unter lifealgorithm.de. Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Gesundheit, Ernährung und das genannte Buch in der Kategorie Kaffee. Um den genauen Vorgang im Gehirn zu verstehen, nutzen wir eine Metapher mit dem Spiel Reise nach Jerusalem. Stell dir vor, du bist seit vielen Stunden wach und extrem erschöpft. Du willst dich endlich auf einen rettenden Stuhl setzen, doch genau in dem Moment, in dem du dich hinsetzt, zieht dir das Koffein den Stuhl unter dem Hintern weg. Dein Gehirn merkt deine eigene Müdigkeit schlichtweg nicht mehr, weil der Platz für das chemische Signal blockiert ist. Das riesige Problem an dieser Illusion ist der unausweichliche Crash. Das Adenosin löst sich nämlich nicht in Luft auf. Es baut über den ganzen Tag im Hintergrund unerbittlich weiter einen chemischen Schlafdruck auf. Mehr zu diesem spannenden Prozess erfährst du auch in meinem Video über die perfekte Schlafhygiene. Sobald die Halbwertszeit des Koffeins abläuft, flutet dieses massiv aufgestaute Adenosin schlagartig die frei werdenden Rezeptoren. Das Resultat ist ein abrupter, massiver Energieabfall an deinem Nachmittag. Aber hör dir direkt von Professor Matthew Walker an, was er dazu zu sagen hat. Caffeine comes into play here because caffeine comes into your system and it latches onto those welcome sites of adenosine, the adenosine receptors. But what it doesn't do is latch onto them and activate them, because if it was doing that, then it would, in lots of ways, it would dial up more
sort of sleepiness. It does the opposite. The way that caffeine works is that it comes in, competes with quite sharp elbows with adenosine competitively, forces them out of the way, hijacks that receptor by latching onto it, but then just essentially blocks it. It doesn't inactivate the receptor. It doesn't activate the receptor. It functionally inactivates it in the sense that it takes it out of the game for adenosine. So it's like someone, coming into a room and you're just about to sit down on the chair and caffeine comes in and just pulls out the chair and you're like, well, now I've got nowhere to sit. And caffeine just keeps pulling out the chairs from adenosine. And adenosine, even though it's at the same concentration in your brain doesn't know that you've been awake for, 10 hours, 16 hours at that point when you've downed a cup of coffee, because all of that adenosine that's still there can't communicate to the brain that you've been awake for 16 hours. Du denkst jetzt vielleicht nach dieser Erklärung, dass Kaffee der absolute Feind für deinen Körper ist. Aber was wäre, wenn genau dieses bittere Getränk das mächtigste Werkzeug für deine Zellverjüngung und deine Darmgesundheit ist? Die absolute Grundvoraussetzung ist, dass du diese gesundheitliche Wirkung nicht sofort mit raffiniertem Zucker sabotierst. Wenn du deinen Kaffee absolut nicht schwarz trinken möchtest, nutze als Alternative unbedenkliche Süßungsmittel, wie ich auch in meinem Video zu diesem Thema erkläre. Meine Empfehlung zum Thema Süßungsmittel findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Ernährung, Low-Carb-Zutaten, Süßungsmittel. Lass uns jetzt genau ansehen, warum Kaffee in Wahrheit kein Gift, sondern der beste Dünger für deinen Körper ist. Während die Lebensmittelindustrie Milliarden mit völlig überteuerten, oft zuckerhaltigen probiotischen Joghurtdrinks und künstlichen Nahrungsergänzungsmitteln verdient, übersehen wir völlig das potenteste, natürlichste Werkzeug für unseren Darm. Wir lassen uns von smartem Marketing blenden. Kaffee ist in Wahrheit ein stark fermentiertes Pflanzenprodukt. Eine einzige Tasse enthält bis zu 1,5 Gramm wertvolle, lösliche Ballaststoffe sowie extrem potente Polyphenole. Die überraschende Wahrheit, die fast jedes Ernährungsdogma bricht: 2 Tassen Kaffee können dir fast genauso viele Ballaststoffe liefern wie eine ganze Banane. In deinem Darm lebt ein ganz spezifisches, hochinteressantes Bakterium namens Losonibacter. Die globale Mikrobiomstudie von Nicolas Segata aus Trient hat durch unzählige Stuhlproben genau diesen spezifischen Mikroorganismus identifiziert. Er ist extrem eng an den Konsum von Kaffee gekoppelt. Stell dir dieses Bakterium wie einen Panda im Darm vor, der ausschließlich Bambus frisst. Dieses Bakterium hat sich im Laufe der Evolution fast ausschließlich darauf spezialisiert, genau diese Kaffeeballaststoffe zu verstoffwechseln. Durch diese intensive Fermentation in deinem Darm entstehen gesundheitsfördernde Stoffe. Dazu gehören Chinasäure, auch Quinic Acid genannt, und wichtige kurzkettige Fettsäuren. Diese Stoffe hemmen Entzündungen im gesamten Körper und senken deinen Blutzucker aktiv ab. Die unglaubliche Dimension davon zeigt ein riesiger Datensatz mit 23.000 Personen vom Fachjournal Nature Microbiology. Diese gewaltige Datenmenge belegt, dass Kaffee unter allen Lebensmitteln der stärkste diätische Einzelfaktor zur Bereicherung und Formung des menschlichen Darmmikrobioms ist. Moderater Konsum von 2 bis 5 Tassen wird durchgehend mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht. Zudem verlangsamt Kaffee den biologischen Alterungsprozess auf deiner tiefsten zellulären Ebene. Große amerikanische Gesundheitsumfragen und Multicenter-Studien zur epigenetischen Alterung an knapp 16.000 Personen belegen einen erstaunlichen Fakt. Regelmäßige Kaffeetrinker weisen ein signifikant jüngeres epigenetisches Alter auf. Kaffee aktiviert nämlich das sogenannte AMPK-Enzym. Das ist ein zellulärer Stoffwechselregulator, der deine Blutzuckerregulation spürbar verbessert und deinem Körper ganz klar die Fettverbrennung signalisiert. Kaffee fördert zudem die Thermogenese und erweitert die Blutgefäße, wodurch lebenswichtige Nährstoffe viel schneller in deine Muskel- und Gehirnzellen gelangen. Lass uns an dieser Stelle direkt mit einem riesigen, veralteten Mythos aufräumen, den selbst einige Ärzte noch verbreiten. Kaffee dehydriert deinen Körper nicht. An Koffein gewöhnte Menschen scheiden nicht mehr Wasser aus als andere. Du kannst deinen geliebten Kaffee völlig regulär zu deiner täglichen Flüssigkeitsbilanz zählen. Doch all diese unglaublichen lebensverlängernden Vorteile kannst du mit einer einzigen falschen Entscheidung bei der morgendlichen Zubereitung komplett zerstören und ins absolute Gegenteil verkehren. Hier wird es jetzt gefährlich, denn Kaffee ist absolut nicht gleich Kaffee. Die Industrie liebt unsere Bequemlichkeit, weil sie sich extrem teuer verkaufen lässt. Die Bequemlichkeitsindustrie der Kapselmaschinen verkauft uns jeden Morgen ein künstliches Premiumgefühl. Aber schauen wir uns das einmal auf chemischer Ebene an. Wenn du eine Kapsel unter enormem Druck und Hitze aufbrühst, extrahierst du nicht nur Koffein,
Du presst auch flüchtige Schadstoffe wie Furan direkt in deine Tasse. Furan ist ein toxischer, potenziell leberschädigender Stoff, der bei jeder Kaffeeröstung entsteht. Bei einem ganz klassischen, offenen Filterkaffee verdampft dieses Furan größtenteils völlig natürlich in der Raumluft. In der hermetisch abgeriegelten Aluminiumkapsel hat es jedoch absolut keine Chance zu entweichen und landet in extrem hoher Konzentration direkt in deinem Körper. Dazu kommt die nicht zu unterschätzende Gefahr von winzigen Aluminium- und Plastikpartikeln, die durch das kochende heiße Wasser unter hohem Druck aus der Kapsel gelöst werden können. Du zahlst also ein Vielfaches des Preises für vorgemahlenen, oft oxidierten Kaffee, nur um deinen Körper täglich mit toxischen Stoffen zu belasten. Experten bezeichnen diesen Kaffee deshalb völlig zu Recht als Mikrowellenmahlzeit. Er ist verdammt praktisch, treibt deinen zellulären Stress aber unsichtbar in die Höhe. Wenn es dich auch wütend macht, wie uns die Industrie mit solchem Bequemlichkeitsmarketing täuscht und dabei unsere Gesundheit riskiert, dann lass jetzt gerne einen Daumen nach oben da und teile das Video mit jemandem, der auch täglich müde ist und nicht weiß warum. Noch viel gravierender ist jedoch der massive Fehler bei den ganz klassischen Zubereitungen zu Hause, die wir für hochwertig halten. Unter Wissenschaftlern herrscht hier ein ganz klarer, unumstößlicher Konsens. Gefilterter Kaffee gilt übereinstimmend als die gesündeste Zubereitungsform und als absoluter Goldstandard. Filterkaffee hilft dir, Cholesterinprobleme zu vermeiden und Demenzrisiken um bis zu 50% zu minimieren. Kaffee wird in der Forschung überwiegend als neuroprotektiv beschrieben. Er bietet also einen Schutz vor Parkinson und Alzheimer. Aber ungefilterter Kaffee, wie du ihn aus der edlen French Press, als klassischen türkischen Kaffee oder als normalen Espresso kennst, birgt ein verstecktes, massives Risiko. Diese ungefilterten Methoden enthalten nämlich fettlösliche Diterpene, ganz speziell einen Stoff namens Kaffeestol. Diese öligen Diterpene im ungefilterten Kaffee können dein LDL-Cholesterin in die Höhe treiben. Beim Thema LDL-Cholesterin muss man zwar differenzieren, denn LDL ist nicht per se böse, wie immer gesagt wird, wie ich in meinem Video zum Thema LDL-Cholesterin erkläre. Dennoch Obacht bei ungefiltertem Kaffee, denn wir sprechen hier von einer Erhöhung um satte 10 bis 30 Milligramm pro Deziliter innerhalb von wenigen Wochen. Die Lösung für dieses Problem ist extrem simpel, aber entscheidend für deine Gefäßgesundheit. Ein einfacher Papierfilter entfernt dieses schädliche Kaffeestol nahezu komplett aus dem Getränk. Zeitgleich lässt dieser einfache Papierfilter aber die für dich gesunden Antioxidantien problemlos passieren, wie auch Dr. Rhonda Patrick erklärt, aber sieh dir das selbst mal an. Brewing method does matter. Most studies show clear cancer protection involved filtered coffee. Boiled or unfiltered methods like the French press or espresso allow oily compounds called diterpenes to enter our cup of coffee. At higher consumption levels, these diterpenes have been associated with slightly elevated risks of certain cancers, such as pancreatic cancer and respiratory tract cancers. So why does brewing method have such a profound impact on health outcomes? It comes down to two key groups of coffee compounds. On the one hand, coffee is rich in polyphenols. These are powerful antioxidants that can lower dementia risk by as much as 50% and reduce DNA damage. This is a critical precursor to cancer by around 23%. On the other hand, coffee also contains these fat-soluble diterpenes. If not filtered out, the diterpenes can significantly raise LDL cholesterol by as much as 30 milligrams per deciliter within just a few weeks. This elevates cardiovascular risk. Wir wissen jetzt ganz genau, wie man ihn biologisch korrekt zubereitet. Aber was passiert eigentlich in deinem Körper, wenn du fastest oder unter extremem Stress stehst? Die Wissenschaft ist sich hier nämlich absolut nicht einig. Körperliche Beschwerden und chronischer Stress sind Zustände, die wir einfach nicht hinnehmen dürfen. Doch genau an diesem kritischen Punkt scheiden sich die Geister der Experten massiv. Wir müssen diese harten Widersprüche hier schonungslos ansprechen, damit du am Ende die volle Kontrolle über deinen Körper behältst. Viele Experten loben und bewerten die anregende Wirkung von Kaffee auf unsere mentale Aufmerksamkeit und unsere sportliche Leistungsfähigkeit extrem positiv. Doch es gibt sehr starke Gegenstimmen in der medizinischen Welt. Dr. Elizabeth Bright warnt kategorisch vor Kaffee, genau wie vor extremem Fasten und sehr intensivem Sport. Sie sieht in dem regelmäßigen Konsum eine künstliche Versetzung deines Körpers in einen permanenten Kampf- oder Fluchtzustand. Das löst unweigerlich eine starke Cortisolspitze aus. Sie nutzt eine heftige Metapher und vergleicht den extremen Kaffeekonsum mit einem Taserschock. Es muss aber gesagt werden, ihr Taser-Vergleich ist etwas extrem. Ein gesunder Körper gewöhnt sich an Koffein. Aber wenn du ohnehin schon chronisch gestresst bist, gießt Kaffee sprichwörtlich Öl ins Feuer. Es ist laut Dr. Bright so, als würdest du dich alle 6 Stunden mit einem Elektroschocker behandeln, nur um das Stresshormon Cortisol künstlich hochzuhalten. Dieser permanente, künstlich erzeugte Stresszustand erschöpft langfristig deine Nebennieren völlig
und fördert gefährliche systemische Entzündungen im ganzen Körper. Ein weiterer riesiger Widerspruch herrscht beim beliebten Thema Fasten. Bricht schwarzer Kaffee nun dein Intervallfasten oder nicht? Falls du noch unsicher bist, wie Fasten genau funktioniert und welche Vorteile es hat, schau dir dazu auch gerne mein komplettes Video zum Thema Fasten an. Zeit für einen kurzen Realitätscheck. Schreib mal jetzt direkt unten in die Kommentare, ziehst du aktuell dein Intervallfasten durch und falls ja, trinkst du am Morgen trotzdem deinen schwarzen Kaffee oder bleibst du streng bei Wasser? Ich bin gespannt auf deine Routine. Eine große Studie zum Thema Brustkrebs und nächtlichem Fasten von Ruth Pedersen zeigt Erstaunliches. Sie belegt, dass ein 13-stündiges Übernachtfasten, welches schwarzen Kaffee und Tee explizit mit einschließt, das Brustkrebsrisiko signifikant senken kann. Einige Studien werten schwarzen Kaffee bei einer solchen Fastenphase also ausdrücklich nicht als Fastenbruch. Dr. Sajjan Panda warnt jedoch eindringlich vor dieser Praxis. Er gibt zu bedenken, dass Kaffee sogenannte Xenobiotika enthält. Diese körperfremden Stoffe aktivieren unweigerlich deinen gesamten Verdauungstrakt. Es ist wissenschaftlich noch völlig unklar, ob diese Aktivierung wichtige zelluläre Reparaturprozesse wie die Autophagie sofort stoppt. Gleichzeitig gibt es aber bahnbrechende Erkenntnisse durch die Autophagie-Studie von Dr. Guido Krömer. Er belegt, dass genau die Polyphenole im Kaffee, und zwar völlig unabhängig vom Koffeingehalt, die Proteindeacetylierung und die zelluläre Autophagie sogar massiv anregen und auslösen können. Wie navigieren wir nun sicher durch dieses Labyrinth aus Widersprüchen und Cholesterinfallen? Die Antwort ist ein wasserdichtes biologisches System. Die gesundheitlichen Vorteile der Polyphenole und der Autophagie bringen dir absolut gar nichts, wenn dein Input fehlerhaft ist. Lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Was gibst du in deinen Kaffee? Fangen wir aber erstmal beim Kaffee an. Vergiss billige Industriebohnen. Sie sind oft stark oxidiert und mit Schimmelpilzgiften, sogenannten Mykotoxinen, belastet. Das ist massiver zellulärer Stress. Wenn du genau wissen möchtest, welche Kaffeebohnen und welches Pulver ich nach tiefer Recherche empfehle, dann schau auf meiner Webseite auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte in der Kategorie Ernährung bei Kaffee vorbei. Nun zum Thema, was schütte ich in meinen Kaffee, damit er schmeckt? Meine Meinung dazu, wenn dir schwarzer Kaffee nicht schmeckt, dann trink keinen Kaffee. Das ist eine ganz einfache Regel, die nicht nur für Kaffee gilt. Wir gehen aber dennoch auf die verschiedenen Zusätze ein. Was ist mit dem Klassiker Kuhmilch? Das ist der größte Fehler überhaupt. Die Caseinproteine in tierischer Milch binden sich chemisch an die wertvollen Polyphenole im Kaffee und blockieren deren Aufnahme in deinem Darm nahezu komplett. Du zerstörst damit deine wichtigste Anti-Aging-Waffe. Wenn etwas Fett in deinen Kaffee soll, dann greif zu Weidebutter oder MCT-Öl, der klassische Bulletproof Coffee. MCT-Fette nutzen die Pfortader wie einen exklusiven VIP-Eingang direkt zur Leber. Anstatt den langen, mühsamen Weg durch das Lymphsystem zu nehmen, werden sie in Minuten direkt zu Ketonen umgewandelt und liefern dir blitzschnell saubere Energie, ohne deinen Blutzucker zu triggern. Süßungsmittel wie Erythrit haben wir ja bereits erwähnt. Sie sind eine gute Alternative zu raffiniertem Zucker. Aber auch hier nochmal meine Meinung, wenn dir schwarzer Kaffee nicht schmeckt, trinke keinen Kaffee. Ein weiterer Output-Fehler, den wir alle kennen, den aber niemand anspricht. Das unangenehme belegte Mundgefühl und der klassische Kaffeeatem. Warum passiert das? Kaffee ist von Natur aus sauer und reich an Tanninen. Er senkt den pH-Wert in deinem Mund drastisch ab und trocknet deine Schleimhäute leicht aus. Das schafft das perfekte toxische Milieu für Bakterien auf deiner Zunge. Die logische Lösung? Trinke direkt nach deinem Kaffee ein Glas stilles Wasser, um den pH-Wert im Mund sofort wieder zu neutralisieren und die Bakterien wegzuspülen. Wenn du die massiven gesundheitlichen Vorteile wie Herzschutz, den genialen Mikrobiomdünger und das zelluläre Anti-Aging voll mitnehmen möchtest, ohne deinen Schlaf oder dein sensibles Nervensystem zu ruinieren, dann folge strikt diesem Protokoll. Schritt 1. Setze die 90-Minuten-Regel am Morgen um. Trinke deinen allerersten Kaffee am Morgen erst 1 bis 1,5 Stunden nach dem Aufwachen. Das gibt deinem Körper die zwingend nötige Chance, den natürlichen Abbau vom restlichen Adenosin aus der Nacht vollständig abzuschließen, bevor du die Rezeptoren chemisch blockierst. Schritt 2. Halte den strikten Cut-off für deinen Schlaf und deine Blase ein. Die Halbwertszeit von Koffein beträgt beim gesunden Durchschnittserwachsenen ganze 5 bis 6 Stunden. Stoppe jegliche Koffeinaufnahme strikt 8 bis 10 Stunden vor deinem natürlichen Schlafengehen. Ich höre an diesem Punkt oft, aber Arthur, ich kann um 20 Uhr noch einen Espresso trinken und schlafe danach noch gut ein. Ja, das dachte ich früher auch. Meine persönliche Erfahrung war aber eine andere. Ich bin zwar problemlos eingeschlafen, aber der Kaffee am Nachmittag oder sogar Abend hat mich nachts teilweise 2 bis 3 Mal auf die Toilette gezwungen. Der biologische Grund dafür? Kaffee dehydriert deinen Körper zwar nicht, wie wir vorher gelernt haben, aber Koffein und bestimmte Säuren im Kaffee reizen deine Blase extrem. Sie lösen einen massiven diuretischen, also harntreibenden Reiz aus. Deine lebenswichtigen Tiefschlafphasen werden durch den Harndrang komplett zerstört. Schritt 3. Kenne deine externe Abbaugeschwindigkeit. Die Verstoffwechselung von Koffein wird stark von externen Faktoren beeinflusst.
Rauchen zum Beispiel beschleunigt den Abbau in der Leber massiv. Raucher benötigen deshalb deutlich mehr Kaffee für denselben Wachmachereffekt. Alkohol, Medikamente und zum Beispiel die Antibabypille hingegen verlangsamen den Abbau drastisch. Schritt 4: Richtig filtern und hell rösten. Nutze ab sofort zwingend Papierfilter für deine Zubereitung, um dein LDL-Cholesterin vor den schädlichen Diterpenen zu schützen. Wähle beim Kauf immer helle bis mittlere Röstungen. Diese weisen die absolut höchste Dichte an gesunden Chlorogensäuren auf. Schritt 5: Schütze deine Eisenaufnahme. Kaffee blockiert die Eisenaufnahme in deinem Magen-Darm-Trakt um bis zu 39%. Wenn du einen bekannten Eisenmangel hast, trinke deinen Kaffee konsequent mit einem großen Abstand von ca. 2 Stunden zu deinen Hauptmahlzeiten. Schritt 6: Nutze den Decaf-Trick am Nachmittag. Wenn du abends Lust auf den Geschmack hast, greife einfach zu entkoffinierten Varianten. Entkoffinierter Kaffee liefert dir nahezu exakt dieselben gesundheitlichen Vorteile für das Herz und das Mikrobiom. Schritt 7: Achte auf versteckte Wachmacher. Ein einziges Glas Cola oder eine Tasse grüner Tee können ebenfalls bis zu 40 Milligramm Koffein enthalten. Das wird beim Thema Schlafhygiene am Abend oft fatalerweise übersehen. Lass uns die absolut wichtigsten Fakten für deinen Alltag noch einmal glasklar zusammenfassen, damit du sofort in die Umsetzung kommst. Erstens: Warte am Morgen zwingend 90 Minuten nach dem Aufstehen mit dem ersten Schluck Kaffee, um den natürlichen Adenosinabbau nicht zu blockieren und den Nachmittagscrash zu verhindern. Zweitens: Nutze konsequent den Papierfilter und vermeide ungefilterte Methoden wie die French Press in großen Mengen. Der simple Papierfilter blockiert das cholesterintreibende Cafestol zuverlässig. Drittens: Betrachte deinen Kaffee ab heute nicht mehr als reines Genussmittel, sondern als potente Ballaststoffquelle und als besten Dünger für dein Mikrobiom, speziell für das Lysonibacter-Bakterium. Viertens: Stoppe die Koffeinaufnahme hart und ohne Kompromisse 8 bis 10 Stunden vor dem Schlafen. Nutze danach entkoffinierten Kaffee, um die Polyphenole ohne Schlafstörung zu erhalten. Und fünftens: Wenn du chronisch gestresst bist, sei extrem vorsichtig mit Kaffee. Koffein kann hier wie ein Elektroschocker wirken und deine ohnehin belasteten Nebennieren durch ständige Cortisolspitzen noch weiter in die Erschöpfung treiben. Und hier ein Fakt, der mich immer wieder überrascht. Nur knapp 35% der Zuschauer haben diesen Kanal tatsächlich abonniert. Wenn du das Video wertvoll fandest, klicke jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren. Ich veröffentliche jede Woche ein neues Video und so verpasst du nichts mehr. Lass uns gemeinsam den komplexen Lebensalgorithmus verstehen und optimieren. Komm auch gerne in den Life Algorithm Telegram-Kanal. Dort stimmen wir über Themen der nächsten Videos ab. Du hast also die volle Kontrolle darüber, was wir als nächstes analysieren. Wie immer möchte ich das Video mit einem motivierenden Zitat beenden. Menschen entscheiden nicht über ihre Zukunft. Sie entscheiden über ihre Gewohnheiten. Und ihre Gewohnheiten entscheiden über ihre Zukunft. Frederick Matthias Alexander. Bleib kritisch, bleib gesund und vor allem fang an. Peace out.